Wer mit Projekten arbeitet, weiß natürlich, wie wichtig es ist, dass man da Ordnung hält und dass man auch vernünftig seine Daten speichert, so dass man sie auch wiederfindet. Frei nach dem Motto, wer seinen Teppich richtig verlegt, findet ihn später auch wieder. Wie funktioniert das Ganze im CPQ? Das schauen wir uns in diesem Video an. Die große Frage, die wir uns jetzt gleich hier stellen werden, ist: Wie lege ich ein Projekt im CPQ an? Das ist relativ einfach und dazu würde ich sagen, nehme ich euch einfach mal mit in das CPQ, was wir ja gerade uns schon eingerichtet haben, wozu wir uns ja schon angemeldet haben. Und dazu gehen wir wieder auf die Homepage. Und schon sind wir wieder dort unter cpq.carell.com. Wir nehmen auch gleich den Account, den wir vorhin gemeinsam eingerichtet haben und schon die ersten Einstellungen drin gemacht haben. Da werden wir jetzt zusammen, nachdem wir den Disclaimer gelesen und verstanden haben, auch uns ein neues Projekt anlegen. Ihr seht, es ist relativ übersichtlich, was wir dort zu machen haben. Grundsätzlich alles, wo ein Sternchen ist, das ist hier zum Beispiel beim Projektname, Kunden, also Kundenname und Anwendung, das sind Dinge, die wir ausfüllen müssen, damit wir danach filtern können und auch eine saubere Datenlage haben. Weil ohne einen Projektname macht das Projekt irgendwie nicht viel Sinn. Der eine oder andere würde sich jetzt fragen, ja, aber wenn ich ein Ventil auslegen möchte, möchte ich nicht immer ein Projekt anlegen dafür. Jawohl, das ist völlig korrekt. Und dafür würde ich euch empfehlen, einfach Vorlagen zu erstellen. Ich selber habe auch ein paar Vorlagen mir erstellt, mit denen ich arbeite. Das heißt, wenn jemand für einen Chiller zum Beispiel ein E-Ventil haben will, da habe ich schon was parat, muss nur noch ein paar Daten anpassen und schon habe ich das richtige Ding zur Seite. Oder auch bei einer Kälteanwendung oder Wärmepumpe. Genau so würde ich das da machen. Wer noch nie mit Projekten gearbeitet hat, da haben wir hier nochmal einen kleinen Hinweis, einen kleinen Tipp, wie könnte man das Projekt benennen. Wer regelmäßig mit Projekten arbeitet, der hat sowieso schon seine Nomenklatur und weiß, wie er das alles vergibt, wie er seine Projekte benennt, dass er sie später auch wieder findet. Ob mit Projektnummern und anderen Bezeichnungen, das ist ja jedem selbst überlassen. Wir machen es mal ganz einfach. Genau, wir nehmen erstmal den Kollegen hier. Das habe ich mir vorher schon mal ausgedacht. Zusätze. Die Zusätze, das sind sogenannte Keywords oder Stichworte. Da setze ich mir das rein, was ich persönlich finden möchte. Etwas, was mir hilft, mich zu orientieren. Das könnte zum Beispiel sein, dass ich als Keyword die Anwendung dort hineinpacke. Dass ich vielleicht aber auch bestimmte Regler hineinpacke. Dass ich sage zum Beispiel, Ultraseller wäre jetzt ein Regler von uns, den man reinsetzen könnte. Oder EVD Evolution kommt rein. Oder ein MPX Pro, dass ich weiß, okay, ich habe hier schon mal ähnliche Auslegungen dieser Form gemacht und ich kann sie dort finden. Wir nehmen als Keyword mal das, was ich schon mal angelegt habe. Kunde. Hier können wir einfach einen Kunden hinzufügen. Wir brauchen einfach nur Name und E-Mail-Adresse anzugeben. Das sind ja relativ die wichtigsten Daten. Ich nehme mal den Max Mustermann und als E-Mail-Adresse verwenden wir einfach mal die E-Mail-Adresse, mit der wir diesen Account angelegt haben. Dann haben wir auch alle wichtigen Informationen zusammen. Speichern das Ganze und jetzt haben wir unseren ersten Kunden da drin angelegt. Kann auch einfach einen Dummy anlegen und dann passt das. Angebotsgültigkeit, ich glaube, das spricht für sich selbst. Das kann ich dann selber zurecht auswählen, wie lange das Angebot gültig sein soll. Und jetzt zur Anwendung. Bei der Anwendung relativ einfach angeben, wofür ist es. Haben wir jetzt zum Beispiel einen Chiller oder eine Wärmepumpe, haben wir Kühlräume, also Cold Rooms, haben wir eine Verbundanlage, also ein Kompressor-Rack, etc., etc., etc. Bis zum Rooftop geht das runter, eigentlich hoch, aber runter in diesem Falle. Und wir nehmen jetzt einfach mal den Cold Room. Bemerkung,
ja, es ist einfach eine Bemerkung. Was habt ihr euch dabei gedacht? Es könnte auch ein Projektverlauf sein, den man sich mit reinschreibt. Das kann man auch mit der Zeit verändern. Und wir machen das jetzt einfach mal und sagen, das ist, ja, Video für CPQ. Da bin ich mal sehr kreativ. Drücken auf Speichern und bevor es weitergeht, gehen wir mal zurück. Denn grundsätzlich war das jetzt schon alles zum Projekt anlegen. Wesentlich mehr gibt es dazu nicht mehr. Und da bleibt uns eigentlich nur die Frage, bei weiter, wie geht es denn weiter? Und das ist schon die Frage, was kommt in den nächsten Videos dran? Im nächsten Video werden wir uns dann nämlich der Auslegung von dem Expansionsventil widmen. Also da geht es so langsam ans Eingemachte. Nach diesem Video gucken wir uns die Auswahl von Expansionsventilen an und was wir da so alles machen können. Also bleibt gespannt und wir sehen uns im nächsten Video.